Hallo, mein Name ist Katharina und ich heiße Sie herzlich willkommen auf meinem Strickkanal. Hier teile ich mit Ihnen, was ich in den Zwischenzeit gestrickt und gehäkelt habe. Ich werde Ihnen meine laufenden Projekte zeigen, die gerade auf der Nadel sind und was ich schon fertig habe. Außerdem werde ich Ihnen zeigen, was ich an Wolle gekauft habe und was ich Geschenk bekommen habe. Heute geht es um große Strickprojekte, die meine Zeit braucht. Deswegen wollte ich euch das in allen seiner Schönheit zeigen. Ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, um Ihnen alle zu danken, dass Sie wieder dabei sind. Ein herzliches Willkommen an einen neuen Abonnenten und ein größeren Dankeschön an alle, die Kommentare hinterlassen haben. Ihre Unterstützung und Ihr Feedback bedeutet mir sehr viel und ich schätze Sie sehr. Ein besonderer Dank geht an die liebe Malis. Sie hat für eine Puppe wunderschöne Dinge gehäkelt und gestrickt. Vielen Dank, Malis. Ich freue mich darauf, Ihre Arbeit zu präsentieren. Aber zuerst möchte ich eine Vorgeschichte erzählen. Wie habe ich diese Puppe bekommen? Wir besuchen nach dem Kindergarten ein Familienzentrum, wo es abends ein paar in der Woche, wie ich schon erwähnt habe, dass wir nach dem Kindergarten ein Familienzentrum besuchen und da ein paar Mal in die Woche eine Spielgruppe gibt. Dort habe ich diese Puppe entdeckt, die keine Kleidung hat. Nachdem ich gefragt habe, ob die Puppe Kleidung braucht, wurde mir gesagt, dass die tatsächlich keine hat. Ich sollte auch erwähnen, dass ich im letzten Jahr in meinem Bezirk eine Handarbeitgruppe gefunden habe. Wir treffen uns einmal pro Woche zum Häkeln, Stricken und Plaudern. Die Teilnahme ist dort völlig kostenlos und wir verbringen ungefähr 2 Stunden. Es wurde angesprochen, dass wir Wollreste verbrauchen wollten und am liebsten strickt liebe Malis Puppenkleidung. Sie wurde im Kindergarten nachgefragt, ob sie Kleidung braucht. Sie wollte im Kindergarten nachfragen, ob sie Kleidung braucht. In dieser Zeit fiel mir diese Puppe ins Auge und ich nahm sie mit. In der nächsten Woche habe ich die Puppe weitergegeben, damit Sie diese schönen Sachen sehen können, die Malis gestrickt hat. Ich habe ein kleines Video aufgenommen. Die Puppe wurde bereits an das Familienzentrum weitergegeben und ich hoffe, dass die Kinder Spaß daran haben, mit dieser Puppe zu spielen.
Lebensjahr. Das ist das einmal gehäkeltes. Und wir haben noch die gleiche Mantel fast, aber auch dann gehäkeltes mit dem Shirt und T-Shirt ohne Hut finde ich auch ganz hübsch. Und einmal für Winter noch Jäckchen mit der Hose, Strampler. So jetzt die Bobo hat hier kleine Schrank und sie geht zurück an ihre Wohnort, entspricht Familienzentrum und wird sie dort weiterleben, aber schon mit den schönen gestrickten und gehäkelten Sachen. Ich finde, die sind einfach toll und lieben Dank an den Males. Macht. Diese 2 Wochen bei mir war kreativ, weil in unserem Kindergarten die Kinder in diese Wochen lernen Farben. Sie haben über die 4 Hauptfarben entschieden und eine Woche lang lernen sie irgendwelche Farben. Dann eine Woche, sagen wir erste Woche, haben sie angefangen mit Farbe Grün. Wir haben nicht so viele grüne Sachen, die ich an mein Kind jeden Tag anziehen kann. Muss man nicht ganz im Grün sein, muss man ein Teil von der Kleidung empfehlenswert, ja, von der Kleidung sein. Und Mama ist kreativ, Mama kann stricken und häkeln. Deswegen habe ich mir überlegt, was konnte ich machen. Und ich habe die Blätter gehäkelt. So, die ist schon gewaschen, aber nicht, nicht gebügelt. Das ist die Wolle, 100%ige Baumwolle aus, welches Geschäft war das? Eine Sekunde, muss ich nachschauen. Habe ich gefunden. Das war Wohlwort. Da habe ich es gekauft. 100%ige Baumwolle, 50 Gramm, enthält 130 Meter und haben die 1 Euro gekostet. Ich habe 3 Knollen oder 4 Knollen gekauft, noch in Rot. Den Faden sieht sowas aus. Die ist nicht ganz gut verzweht. Eine oder anderes Mal habe ich mit meiner Heckennadel zwischen den Faden reingesteckt und deswegen wurde quasi den Faden gesplittet, sage ich so. So was das geworden habe ich nicht hier angenäht, sondern habe ich einfach die Knöpfe gekauft als Schmetterlinge und das ist geworden ein Blatt und auf dem Blatt sitzen die Schmetterlinge. Genau, das war erste Woche. Dann zweite Woche war blau. War blau und was hat Mama da gebastelt? Mama hat gebastelt, das soll die Wolken sein. Das ist genau gleiche Wolle, das ist die
hellblau, sage ich, Farbe, wo ich in Woolworth gekauft habe, die gleiche Qualität, die ich neulich gezeigt habe. Und das ist auch Baumwolle oder merzisierte Baumwolle. Das war bei mir die Reste. Ich habe zwei gemacht, weil in diese Farbe hatten wir mit meinem Mann Auseinandersetzung. Ähm, Ich wollte alles in diese hellblau machen, aber mein Mann meinte, nein, das ist nicht richtige Blau, die soll sowas, die, die richtige Blau aussehen. Und ich meine, ja, die lernen im Kindergarten einfach Farbe Blau, ja, und keine, da von Blau gibt es verschiedene Variationen, dunkelblau, hellblau, Anthrazitblau und bla bla. Wir haben auch gegoogelt, welche Blau soll sein und deswegen hatte ich entschieden, die zwei Farben zu machen. Einmal dunkler, einmal heller. Das ist da quasi näher zu Farbe Blau kommt als diese hellblau. ähm, ist nicht uns zu tun, ja. Dann noch war nächster Tag habe ich solche schöne Blümchen gehäkelt. Farbe Blau hatten wir gelernt. So, das ist eine. Habe ich noch was gehäkelt? In Rot hatten wir auch. Wir haben Farbe Rot und jetzt gerade Farbe Rot. Muss ich suchen wieder. Ich kann nicht eine T-Shirt finden. So, einen Tag habe ich diese rote Auto gehäkelt und ein einfaches T-Shirt reingenäht. Und einmal habe ich den Herz gehäkelt. Wenn ich das finde, dann wird irgendwo hier ein Foto sein. Vielleicht ist es irgendwo im Waschkorb. Dann war bei uns Fashion-Tag oder Fasching. Und ich habe ein Kostüm gebastelt. Habe ich nachgeschaut, um zu kaufen, aber in unserer Große gab es irgendwo nicht diese Kostüme und ich dachte, okay, bastle ich das und habe ich eine Rakete gebastelt. Hier unten, hier habe ich in Runden gehäkelt. Das ist alles Baumwolle von den Rest bei mir. Das ist schon seit langem liegt, weiß ich überhaupt nicht, wann habe ich die gekauft oder vielleicht habe ich das auch geschenkt bekommen. Genau, das ist da eine Rakete soll sein. Hier ist Fenster und unten, wie man da sieht bei der Rakete, wollte ich irgendwie das nachmachen. So, das ist, habe ich diese Stütze gehäkelt und hier soll sein, dass es da die Feuer eines Rakete
abstürzt. Nee, nicht abstürzt. Wenn es Rakete hochfliegt. Dann habe ich, das ist Diamantmosaik, habe ich seit langem liegen. Die kann man an den Textil reinkleben und habe ich probiert diese Diamantmosaik. Genau, sowas war bei uns ein Faschingkostüm. Ehrlich gesagt, bei uns ist nicht ganz gut angenommen. Mein Kind ist ganz toll geweint, weil wahrscheinlich war zu laut für ihn. Und hat ganz schlecht das Ganze angenommen. Nächstes Projekt, die ich jetzt mache, das ist ein Häkelprojekt. Eine Decke sei und sowas. Das ist da ein Teil, meine Decke. Schön. So knatschbunt. Man häkelt das in C2C oder C2C Methode. Es wird ein Teil, dieser Teil ist komplett fertig und den zweiten Teil habe ich schon fast meine Breite und sage ich Länge gestrickt. Brauche ich noch 4, 5 Reihen und danach kommt wieder abwärts, ja, dass die Reihen werden kürzer. Wenn es das Reihen kürzer gehen, dann ist schön, die Lust ist da zu häkeln und geht ganz schnell vorwärts. Genau, das ist zweite Teil. Danach die 2 Teilen werden zusammengehäkelt oder genäht und oben wird wie Kapuze sein und da wollte ich ein Einhorn machen. Wir haben einen Bademantel und hier gibt es diese Einhornkapuze und was Ähnliches wollte ich auf diese Decke machen. Also Einhorn, Augen, Ohren. Mal sehen, was es das klappt bei mir. Wie es das klappt, ich zeige euch natürlich. Eigentlich in dieser Decke wollte ich die Reste verbrauchen, aber nachher habe ich geschaut, dass die zum Beispiel Farbe in rosa-weiß und die Farben passen nicht so gut und da wollte ich nicht viele Farben mischen, aber sonst diese Technik ist ganz gut, die Reste zu verbrauchen. Die ist nicht schwer, ganz leicht zu häkeln und ist entspannt eigentlich. Da ist da wirklich entspannt zu häkeln. Da kann man ganz gut wirklich die Reste zu verbrauchen. Aber zu diesem großen Projekt ist natürlich, habe ich verkalkuliert, weil dass ich 500 Gramm Knollen für Decke verbrauche. Natürlich, es wird mir die Wolle nicht genug. Dann musste ich nachkaufen. Bin ich dahin gefahren, wo habe ich das
die erste paar, die erste 500 Gramm oder Partie gekauft, äh, ohne Hoffnung, dass ich die gleiche finde, weil, wie ich bemerkt habe, da ist immer den Assortiment in Wechseln. Das rede ich über die äh, Don Juan Center. Und da gibt es in der Halle Nummer 2 die ähm, Wollgeschäft. Aber darf man nicht eine Knolle kaufen, sondern muss man ganze Packung kaufen. Normalerweise die Packung wurde in 500 Gramm da absortiert. Man muss schauen immer, ja, was ist das für Qualität und wie es wurde absortiert. Ähm, genau. Deswegen bin ich ohne Hoffnung dahin gefahren, dass ich die gleiche Wolle finde. Da dachte ich, vielleicht was Ähnliches in den bunten Farben. Hier ist zum Beispiel, man sieht, das ist so viel Orange und Gelb. Aber in diesem Tag wirklich, ich habe Glück und ich habe eine einzige Paket in gleiche Farbe gefunden. Ja, das ist keine Rede, das ist da gleiche Color, ja, nicht Color, sondern wie heißt das? Muss ich nachschauen jetzt gerade. Ähm, Sie wissen, was ich meine, ja? Das gibt es Farbnummer und die Chargenummer, ja, sagen wir es. Und natürlich ist keine gleiche Chargenummer, aber die gleiche Farbenummer und ich war überglücklich, dass es da eine einzige Paket lag da und hat auf mich gewartet. Genau, die ist 100-prozentige Acryl. Äh, Nachgefüllt, die geht ein bisschen dicker als die ist dünnere Wolle und die ist auch 100-prozentige Acryl Anti-Peeling. Genau, Anti-Peeling. Das ist da eine meiner größeren Projekte, die ich jetzt in diesen Tagen Lust habe zu häkeln. Und vielleicht in den nächsten Folgen werde ich euch schon den fertigen Projekt zeigen. Den zweiten muss ich hier aufräumen. Den zweiten, das ist auch ein Häkelprojekt von mir. Die häkle ich schon seit, ich denke, 2 Jahren, als ich Lust habe. Zu meinem 2-jährigen Häkelprojekt und das ist da ein großes Tuch in rosa. Genau, die ist schon, werde ich nicht weiter häkeln, die ist schon Hauptteil zu Ende. Jetzt werde ich ein Rand machen. Die häkle ich aus. Ich denke, ich habe diese Häkelnadel 2,5 und mache ich Einmalstäbchen, heißt das? Ich mache das Einmalstäbchen, kann man sehen. Das ist in eine Bogen hier 3 Einmalstäbchen und so weiter. Und hier in die Mitte mache ich in eine Bogen 6
Einmalstäbchen. Und da kommt das ganze Dreieckform. So sieht das aus. Ah, schön. Die Wolle habe ich euch schon vorgestellt. Das ist eine alte Acrylwolle aus DDR. Ja, die wurde mir geschenkt von Oma, wurde mir geblieben. Und einmal ganz dünne, 100%ige Merino-Wolle, zweifädig habe ich gewickelt und zusammengetan. Genau. Äh, wollte ich euch die Muster habe ich bei Pinterest gefunden, aber habe ich neulich nachgeschaut, ist irgendwo nicht zu finden, diese Links. Ich habe nur ein Foto in meinem Handy und habe ich neulich nachgeschaut, wie es da die Muster aussieht. Natürlich ist das da ganz anderes, als ich hier gemacht habe. Aber die Inspiration habe ich von diesem Muster genommen. Und ein Rand werde ich nach diesem Foto machen. Versuche ich mindestens nach diesem Foto zu machen. Ich habe nicht zu viel Wolle und ich hoffe, das wird mir zum Rand genug sein. Ich wollte diese rosa Wolle ganz verbrauchen, dass die nicht irgendwo liegt, dass ich mir überlegen muss, was konnte sein, was kann ich über diese Wolle stricken oder häkeln. Ich finde, dass diese Wolle hat sich in diesem Projekt gefunden. Das ist noch ein Projekt und ich hoffe, die wird zu dieser Saison fertig und ich kann das ganz gut verbrauchen. Und diese Häkelnadel, die ich in dem Geschäft Idee Kreativmarkt gekauft, ich denke, das ist von Firma Knit Pro. Ich muss gerade husten, weil hier fliegt ein Fusel. Tut mir leid. Und ich sage euch, das ist wahrscheinlich mein Modell von Nadel, Häkelnadel, weil das ist mir angenehm zu häkeln. Das einmal hier. Dann nächste Projekt, die wahrscheinlich nicht nicht wird. Ich habe das angefangen, ich habe das die Lust dafür und die Wille sozusagen, dass ich sowas wollte. Aber als ich das angefangen zu machen, das habe ich bemerkt, das ist nichts meins. So, ich zeige euch. Kann man hier was erkennen? Wer soll das sein? Jetzt machen Sie Stopp.
Und raten Sie mal. So, die wollte ich eine Schweinchen zu machen. Aber jetzt zur Zeit habe ich bemerkt, das ist sowas nichts meines. Das ist so viele Fäden zu vernähen und bis jetzt bin ich noch nicht dafür bereit. Ich habe ganze, so, ich habe ganze Beutel den Baumwolle bei mir gesammelt. Hier gibt es die Reste und verschiedene Farben, die Baumwolle von Drops, dann Schachenmain, diese grün. Da ist auch mir wurde Geschenk, das ist die Wolle aus der DDR. Na, und hier liegen die ganze Reste oder Knollen, die hundertprozentige Baumwolle oder mercerisierte Baumwolle. Und die wollte ich so probieren zu machen. Das soll auch eine Decke sein, zu spielen. Aber habe ich festgestellt, das ist noch nicht meins. Vielleicht komme ich dazu, aber ich weiß nicht wann. Ich habe solche 2 Quadraten gemacht und mir wurde klar, das ist zu viel Arbeit und ich mag nicht so viele diese Faden. Ich mag, dass es da weniger Faden wird. Ich habe auch nachgedacht, auch im Internet habe ich auch gesehen, da gibt es von diesen Quadraten eine Jacke, sondern da wurde quasi 4 Quadraten vorne oder 4 Quadraten hinten und hier einfach Raglan von oben und wurde hier diese Quadraten angebaut. Da konnte sein, dass werde ich eher machen, als eine Decke von diesen Quadraten zu häkeln. Genau. Wenn Sie die Reste von Baumwolle haben und Lust haben, solche Decke zu häkeln, dann ist für euch eine Idee. Aber das ist nicht einfach. Einfach zu häkeln, aber diese tausende Nadeln zu nähen, das ist wirklich eine Herausforderung. Das nächste Projekt, die ich euch zeigen wollte, das ist auch, heute geht es irgendwie über Häkelprojekte. Das ist auch ein Häkelprojekt. So, wir haben eine Kissen ohne Bezug und ich wollte einen Kissenbezug häkeln. Nicht auf dem Couch, sondern im Kinderzimmer. Eine Seite habe ich gehäkelt, das ist das aus 100%ige Polyester. Diese Polyester ist ganz weich. Die wurden auch benutzt, wenn man eine Spielzeug häkelt und die ist wirklich kuschelig. Ich habe noch ein paar Knollen. Ich wollte den Vorderteil irgendwelche Muster hier aussetzen, Kindermuster. Und wollte ich
diese Farbe benutzen und diese dunkle Farbe. Vielleicht wird ein Teddybär vielleicht ausgehäkelt, irgendwelcher Gesicht von Tier. Das ist eine Idee, die kann man auch die Reste verbrauchen oder neue Bezüge zu Kissen, so kuschelige Bezüge machen. Ich gehe voran mit einer einzigen in dieser Folge meine Strickprojekt, kein Häkelprojekt. An dieser Stelle gibt es noch ein Dankeschön. Das habe ich allererst Versuch, habe ich ein Tutorial hochgeladen. Er ist wirklich riesenlang geworden. Aber er hat viele Besucher, sagen wir. Und an dieser Stelle Dankeschön. Ja, das ist diese Blätter habe ich probiert zu erklären, ja, und zeige ich da, wie diese Blatt gestrickt wird. Und ich versuche an diesem Modell alles zu filmen und mit euch als Tutorial geben, wie ist das alles gehäkelt wird. Aber ist noch nicht da, das ist noch im Laufen. Genau, da wollte ich von Anfang an, dass es da eine Poncho wird. Und die wird in quer, Vorderteil und Hinterteil zusammengestrickt in einem Strickstück. Und hier habe ich angefangen. Das wird, die Wolle habe ich letztes Mal gezeigt. Und hier ist ein Stück davon. Wie gesagt, werde ich versuchen, alles zu filmen und erklären, wie habe ich das gemacht. Wenn Sie wollten einen Poncho oder ein Kleid stricken, das ist dann ganz einfach geht. Das ist nur glatt rechts und einzige, wo man denken muss, das ist das sind diese Blattmuster, die Blätter unten. Das war's. Dann seien Sie geduldig und kommt irgendwann auf meinen Kanal. Genau, das ist alles. Ich hoffe, das ist das war's, was ich heute euch erzählen wollte. Ja. Am Ende wollte ich noch, Entschuldigung, sagen, in meinem Umkreis höre ich jetzt, dass die Leute viel an den Depressionen leiden. Ist große Mitleid dafür und ist schlecht irgendwas zu raten, ja. Aber bei mir letzte Woche war genau solche Gefühle, dass ich wollte nur im Bett liegen und nichts machen, mit keinem sprechen. Da kann ich mir nicht erklären, wie. Ähm, warum wollte ich das nichts machen? Und deswegen wollte ich euch nur raten, gönnen Sie sich einen Urlaub.
Fahren Sie nach Ostsee oder Waldbaden. Vielleicht diese wird euch gut tut. Der andere Gebäude, andere Leute, andere Umgebung und dann hoffe ich, dass euch werden besser gut tut und ihr geraten nicht an den weiteren Folgen in diese Depression. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schöne Woche und genug Zeit für unsere Hobby. Bis zum nächsten Mal.